Viel Verkehr und wenig Parkplätze. Unsere Städte haben definitiv ein Parkplatzproblem. Deshalb haben wir uns mal auf die Suche gemacht, wie dieses Problem mit Hightech gelöst werden kann und besuchen einen Marktführer in Sachen Parksysteme. Ja, liebe Zuschauer, wir testen heute ein hochmodernes Parksystem und dafür sind wir extra nach Salzburg gefahren und ich bin gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Der Parkvorgang ist einfach. Ich erhalte einen Chip, den ich an das wasserfeste Bedienfeld an der Außenfassade halte. Und schon wird mir mein Parkplatz zugewiesen. Die Bedienung über unseren Chip ist für den Nutzer denklich einfach. Jeder Nutzer hat einen Chip, der für seinen Stellplatz kodiert ist. Den hält einfach unser Bedientableau. Die Anlage weiß damit, welchen Stellplatz sie bereitstellen muss und führt alle erforderlichen Bewegungen sicher hinter Toren aus. Der Kunde kann seinen Stellplatz ganz einfach über 3 Varianten anwählen. Zum einen mit Chip. Die andere Variante ist über ein Fahrbedienungssystem. Und die smarte Variante über Smartphone oder Tablet mit einem QR-Code. Die Bedienung des Parksystems ist also auch ganz modern über ein Handy möglich. Und welche Besonderheiten gibt es noch? Mit der neuen 6000er Reihe schließen wir alle Lücken, die es bisher im System gab, was die Fahrzeughöhen angeht. Und wir können Fahrzeuge von 1,50 Meter bis 2,20 Meter in 5 cm Schritten realisieren. 5 cm hört sich nicht viel an, aber 5 cm können oft darüber entscheiden, ob ein komplettes Projekt realisierbar ist oder nicht. Mechanisch bewegen wir das System mit einer Hydrauliksteuerung. Wir haben seitlich angebrachte Zylinder. Systemdruck ist ungefähr 220 bar, mit dem wir dann die Fahrzeuge bewegen können. Wir haben aber auch elektrotechnische Bauteile und hier haben wir eine eigens entwickelte Steuerung integriert in die Anlage, kommunizieren über ein modernes Bussystem, das uns einfach ermöglicht, mit wenig Verkabelungsaufwand viele Signale innerhalb der Anlage zu verschicken und zu verstehen. Wir haben jetzt ein absolutes Baukastensystem, das heißt, wir haben in der Produktion den Vorteil, dass wir vorproduzieren können, dass wir wissen, die Teile sind am Schluss die wir auf der Baustelle brauchen. Und auch für unsere Monteure, es ist immer dasselbe Teil, man muss es nur dementsprechend dem Bauwerk anpassen. Und davon gibt es hier im Werk in Aitrach eine Menge. 4.500 Tonnen pro Jahr lagern in diesen Regalen. Sie werden vollautomatisch befüllt und entladen. Bis zu 25 mm starker Stahl wird hier mühelos vom Laser wie Papier zugeschnitten, exakt und in Rekordzeit. Die zugeschnittenen Teile werden jetzt dem Hightech-Roboter übergeben. Er wurde speziell für diesen Vorgang entwickelt. Das Blech wird mit Vakuumsaugern und E-Magneten gehalten. Jetzt werden hier bis zu 6 Meter lange C-Profile gekantet. Dieser Roboter kann aber 15 verschiedene Kantungen in 10 unterschiedlichen Längen produzieren. Kleinere Alubleche werden an dieser Maschine gestanzt. Die Stempel tackern sekundenschnell die passende Lochung in das 3 mm starke Blech. Zurück zur Anlage in Salzburg. Hier lassen sich 11 Autos auf 3 Parkebenen parken. Durch ein gut durchdachtes Baukastensystem lassen sie sich aber auf 51 Parkflächen erweitern. Es ergeben sich dann immer ungerade Zahlen, da eine Fläche frei ist, um die Verlagerung zu ermöglichen. Mit dieser Verlagerung lassen sich bis zu 50% an Parkraum einsparen. Doch haben hier auch SUVs Platz? Generell haben wir die Möglichkeit, Fahrzeuge abzustellen mit 2 Tonnen, 2,6 Tonnen und ganz neu bei der 6000er Reihe bis zu 3,0 Tonnen Gewicht. Unsere Plattformen haben auch eine Plattformbreite bis zu 2,70 Meter, Anlagenlänge für SUVs, die modernen, alles kein Problem. Im Parksystem steht unser Auto auf dem Parkplatz Nummer 5. Diese Stellfläche hat ein Alu-Longlife-Profil. Insgesamt sind 3 verschiedene Profile erhältlich. Der Standardgrip ist ein verzinktes Profil. Zusätzlich ist ein geschlossener Belag erhältlich, der sogenannte EasyWalk. Und ein weiterer geschlossener Fahrerbelag aus Alu, das Alu-Longlife-Profil, auf dem heute unser Auto parkt. Außerdem lassen sich die Ebenen auch mit einer E-Ladestation ausstatten. So kann das Auto nach der Fahrt über Nacht direkt wieder an der Zapfsäule geladen werden. Also auch ein Parksystem wird immer nachhaltiger und intelligenter. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.